Es ist Zeit, den Bogen in die Hand zu nehmen und endlich ein Ranger zu werden. Ja, und genauso unspektakulär ist das Ganze auch. Ich habe jetzt die Job Change einfach schon fertig gemacht. Also wir müssen jetzt nur noch abgeben. Naja, die Job Change in Flive PC ist tatsächlich nochmal ein bisschen schneller als in Flive Universe. Du bist Level 60, tötest Rubo, dann tötest du 10 Skorpione, gehst nach Darkon 3, tötest Venel, fertig. Das ist wirklich, also ich dachte schon, na gut, Oldschool Job Change, aber ja, also das ist so schnell vorbei, keine Ahnung, da braucht man jetzt wirklich nichts groß drum machen. Du hast dich dazu entschlossen, ein Ranger zu werden, deine Tapferkeit kennt keine Grenzen, du hast mir das Herz des Veneganians gebracht, nun kann ich dich segnen. Herzlichen Glückwunsch, du bist nun offiziell ein Ranger. Let's go. Ja, damit haben wir das erledigt. Und tragen jetzt dann natürlich mit Level 60 auch den Guardian Bow, der natürlich unsere Crit-Rate vor allem extrem boostet mit 15%, außerdem nochmal 21% Crit-Schaden. Gut, die anderen Werte sind auch nicht schlecht, 9% Angriffskraft, wobei Genauigkeit brauchen wir natürlich nicht. Und ja, dann ist es jetzt so, dass mir empfohlen wurde, in den Tower zu gehen. Das Ding ist, warum ich nicht in den Tower gehen wollte, war einfach... Habe ich ja eigentlich auch gesagt, Korallinsel, bisschen Nostalgietrip, Oldschool Korallinsel, hat vor allem thematisch ganz gut gepasst, weil erst vor 2 Monaten Korallinsel in Flive Universe released wurde und deswegen wollte ich nicht in den Tower. Leider ist es halt aber so, dass ich dann auch festgestellt habe, dass ich tatsächlich keine Korallinsel-Tickets mehr habe und die auch im Auktionshaus nicht verkauft werden. Bin mir nicht sicher, wieso nicht, weil man bekommt die ja doch relativ häufig aus den Treasure Chests und zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, Treasure Chests werden wohl noch fleißig aufgehebelt. Gut, hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn nicht. Aber ja, keine Ahnung, was die Leute damit machen. Wahrscheinlich benutzen sie es selber oder, keine Ahnung, Titelfarmen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls im Auktionshaus war jetzt zumindest keins. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich meine, wir hätten nur noch zu den Tiger, weil bei denen war ich tatsächlich sogar kurz, und zu den Dorians und Meryl geschaut. Also es wären sowieso noch 2 Monster übrig geblieben. Und ich denke nicht, dass die uns Mobdichte technisch nochmal großartig überrascht hätten. Aber ich muss wirklich zugeben, die Korallinsel ist riesig. Also ich bin gestern auch nochmal drüber geflogen, vor dem Video, nachdem ich mich gerebufft hatte. Und du fliegst echt lange. Und ich meine, die Fluggeräte in Flive PC sind jetzt ja auch nicht wirklich langsam. Also ich meine, die sind, glaube ich, genauso schnell wie in Flive Universe, aber ist ja egal. Jedenfalls, du fliegst halt legit 1 Minute oder 1,5 Minuten vom Startpunkt. Und das, obwohl du ja schon so ein bisschen querfeldein fliegst, ja. Bis du zu den Okens kommst. Ja? Also die Korallinsel ist echt riesig, muss man sagen. Umso, sag ich mal, mehr schade ist es, ja, oder umso bescheidener ist es, dass sie so leer ist. Aber ich finde halt auch, wenn man die umwandeln würde in eine Dark Korallinsel, vielleicht sich noch ein bisschen optisch Mühe geben würde, dass es nicht einfach nur genau das gleiche ist in dunkel so ein bisschen, sondern eher so wie Dark Artesia. Klar, Dark Artesia ist basically das gleiche in dunkel, aber ich meine, zumindest ein bisschen andere Designelemente, andere Bäume und so. Also schon einfach ein bisschen redesignen, ja, jetzt nicht komplett das Rad neu erfinden, das verlangt ja kein Mensch, aber ich denke, das würde echt gut ankommen, weil es wäre einfach ein riesiges Gebiet. Also da hätte wirklich, wenn man mal annimmt, da sind dann auch 11 verschiedene Monster, hätten 30 Leute pro Channel, hätten dann Levelgebiet, also das wäre insane. Und die haben es ja schon da, die müssen es nur umändern. Also Copy-Paste, plus die Optik ändern, Grafik, hier und da vielleicht was Neues hinmachen. Und das ist es. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Also das verstehe ich nach wie vor nicht, wieso das noch nicht passiert ist. Hoffentlich passiert es noch. Und das wäre auf jeden Fall cool. Levelgebiet halt, wie gesagt, so, keine Ahnung, vielleicht sogar ab 165 Monster-Level bis, keine Ahnung, 188 oder so. Das wäre wirklich geistes. Ja, und ansonsten sind ja, wie gesagt, die neuen Events gestartet. Wir müssen sie uns jetzt nicht, glaube ich, im Detail angucken, weil sie sind eigentlich ziemlich simpel. Das Event mit diesen 4 verschiedenen Zutaten ist ein Power-Up-Event. Da bekommt man im Endeffekt einfach nur Power-Ups. Ist auch noch verbunden mit einer täglichen Quest, die ich wahrscheinlich nicht machen werde, weil ehrlich gesagt muss ich zugeben, ich habe an den Power-Ups kein so gewaltiges Interesse. Die neuen Power-Ups, also vorausgesetzt, sie sind neu, aber ich glaube schon, sind zumindest die einzigen, die mit Effekten aufgelistet sind. Und ich persönlich habe zumindest noch nie davon gehört. Sind 5 bis 10 Minuten Power-Ups. Das günstigste ist eigentlich schon. Das kürzeste läuft 5 Minuten, alles Sets plus 10, ATK plus 5. Und die anderen laufen alle 10 Minuten. Da wäre zum Beispiel sowas wie 5% Crit-Rate, Crit-Damage.
5% Blockrate, nah und fern, 5% PvE und PvP-Damage in einem Power, was auch irgendwie komisch ist, weil es ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil du wirst niemals beides brauchen. Aber okay. Und dann noch 5% HP und MP. Und ich meine, sicherlich keine schlechten Power-Ups, sage ich gar nicht, dass die schlecht sind. Und da sind dann auch noch ein paar andere, die Knoblauchkrabbe zum Beispiel dabei, Cooked Fish, also diese Piraten-Event Power-Ups, die auch ziemlich gut sind. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ja wie so ein bisschen am Casual zocken, ja. Und da werde ich jetzt einfach keine Menge an Power-Ups brauchen. Sicherlich werde ich die Event-Items sammeln, bleibt mir nicht viel anderes übrig, weil man sich sowieso mit den entsprechenden Filtern automatisch mitsammelt, beziehungsweise wenn ich die anderen Event-Items noch haben will. Und werde natürlich am Ende trotzdem meine Belohnungen eintauschen. Ich werde auf jeden Fall diese tägliche Quest nicht machen. Genau. Und das heißt, das Event ist uns schon mal, oder mir persönlich schon mal nicht so wichtig. Was echt schade ist, dass man, wie gesagt, dadurch 4 Items droppt. Das nervt ein bisschen. Ich finde, 2 Items pro ein Event reicht eigentlich. Also 4 fand ich schon immer extrem nervig. Da gab es ja früher auch dieses Event mit diesem Plastic Card und Soft Pedal oder so. Ich weiß gar nicht, war das Event mit dem... War das White Day? War das White Day Event? Ich glaube schon. Auf jeden Fall auch so ein Event, wo du 5 verschiedene Items gedroppt hast insgesamt. Und ich meine, sicherlich, es hat ein befriedigendes Gefühl irgendwie, wenn du ein Monster tötest und dann liegen dann so 10 solche Päckchen gefühlt. Ja, es sieht nice aus. Man fühlt sich, als würde man viel droppen. Aber zeitgleich weiß man halt letztendlich eigentlich auch, okay, du brauchst dann halt auch sau viele Items und so. Also du brauchst jetzt auch echt viele Items, ich glaube 50 Stück oder so. Deswegen habe ich jetzt auch schon fast 500 gefarmt, weil fast jedes Mob mindestens ein Item droppt. Also das heißt, das sind effektiv gerade mal so um die 500 Monster gewesen wahrscheinlich, die ich jetzt getötet habe. Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht sehr viel mehr. Und ja, also ich finde es persönlich nicht so nice. Das andere Event ist dann das mit diesem Glücksbeutel. Das ist dann das 5. Event-Item, das man noch zusätzlich droppt. Und da ist, wie gesagt, das ist ein bisschen interessanter. Da haben wir diesen weißäugigen weißäugiger blauer Drache, so ist es. Das ist, glaube ich, eine Anspielung auf Yu-Gi-Oh! Wenn nicht, dann wäre es sehr seltsam, wenn nicht. Also, es ist eigentlich unmöglich. Selbst wenn es keine beabsichtigte Anspielung war, dann ist es eben eine unbeabsichtigte Anspielung auf den blauäugigen weißen Drachen von Yu-Gi-Oh! Und der soll schneller sein als die normalen CS-Pads. Nicht so schnell wie der Olozip aus dem neuen Tramnook-Dungeon, aber zumindest schneller als die normalen CS-Pads. Das heißt, den will ich auf jeden Fall haben. Ist halt aber auch der Hauptgewinn, der wird relativ selten sein, also werde ich ihn wahrscheinlich... Naja, schauen wir mal. Vielleicht aber nicht unbedingt bekommen. Außerdem ist der auch seengebunden, das heißt, der kann nicht getradet werden. Und die Mobdichte lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig. Dann haben wir noch einen neuen Cloak, Cloak of the Dragon 2024. Der gibt allerdings nur alle Stats plus 10. Ich weiß nicht, wie er optisch aussieht, aber auf jeden Fall stat-technisch jetzt nichts Besonderes. Und gut, die anderen Belohnungen bei manchen bin ich mir nicht 100% sicher, was das genau ist. Aber... ja, ist sowas wie Scroll of Pet Revival, Klasse B ist zum Beispiel dabei, Pet Medizin A, Fly for Fun Power-Ups, die 3 einstündigen mit Geschwindigkeit, Angriff und Verteidigung. Ja, und sonst eigentlich, wäre mir zumindest jetzt nichts aufgefallen, was noch besonders außergewöhnlich wäre. Gut, die Power-Buff-Box, die ist vielleicht noch ganz interessant, mit den 548 Milliarden Power-Ups müsste das da sein. Verschiedene, die da drin sein können. Aber für mich jetzt, wie gesagt, nicht so ultra interessantes. Die Beats sind noch nicht schlecht. Also es gibt noch 3 Beats-Sets, die 3 Tage dauern. Mit ATK, PvE-Damage und so. Aber wie schon gesagt, das sind halt auch wieder Power-Ups, zeitlich begrenzte Sachen, die ich jetzt momentan einfach... Ich meine, ich würde sie schon nehmen und ich würde sie auch irgendwann benutzen. Aber der Charakter hat jetzt ja nicht wirklich den Sinn, dass der jetzt innerhalb von kürzester Zeit extrem hochleveln soll. Das heißt, ich werde natürlich jetzt ja auch nicht... Ich meine, ich aktiviere keine Amplis vorerst. Das heißt, ich werde auch keine Power-Ups vorerst aktivieren. Also vor allem nicht in einer so absurden Höhe oder Menge, dass ich da irgendwie auf, keine Ahnung, also nur noch One-Shots verteile. Und hier, wie gesagt, verschiedene Beats und verschiedenste Kombinationen von Power-Ups aus Events miteinander kombinieren werde. Das wird halt einfach nicht passieren. Das ist einfach nicht notwendig. Das brauchen wir jetzt einfach alles noch nicht. Sammeln kann man es mal, keine Frage. Aber deswegen bin ich jetzt halt auf jeden Fall nicht super excited für diese Events. Grundsätzlich aber keine schlechten Events, würde ich jetzt mal behaupten. Auch merkwürdig, dass es kein neues CS-Set gibt. Oder habe ich das jetzt schon wieder übersehen? Aber ich glaube nicht. Und ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, für mich jetzt nichts dabei, was mich jetzt komplett begeistert.
Wie gesagt, der Drache wäre nicht schlecht, aber ich habe die Vermutung, dass der so selten sein wird, dass ich keine Chance haben werde, den zu bekommen, weil ich spiele nicht außergewöhnlich viel. Genau. Und ja, das war es im Endeffekt schon. XP und Penya-Event habe ich schon erwähnt, oder? Dreifach XP-Event. Ne, jetzt ist schon wieder falsch gesagt. 3,5-fach XP-Event und dreifach Penya-Event. Das mit dem Penya-Event ist noch so eine Sache. Ich habe mich nämlich schon gewundert, als ich vorhin online gekommen bin. Also ich habe mir die Events gestern nicht angeschaut, weil ich ja keine Zeit hatte, hätte ich ja glaube ich gesagt. Und habe mich nur so gewundert, weil ich bin so in den Tower gegangen, nachdem ich ja gestern zuletzt Korallinsel war und heute dann, wie gesagt, in den Tower gegangen bin, mangels fehlender Optionen. Und dann droppe ich so beim ersten Catzy so 1700 Penya und ich denke mir so, hold up, seit wann zum Teufel droppen die Viecher so viel Penya? Also, vor allem, ich war ja im Premium-Gebiet bei den Okens, die haben gleich so 500 Penya gedroppt, genau. Und dann gehst du so Tower, droppst du das Dreifache und so, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Also wenn, dann sollte es doch andersrum sein. Aber es lag tatsächlich daran, dass gestern das Event eben noch nicht war und heute schon. Und ja, aber war ganz funny, weil ich dachte mir so, Moment mal. Und dann ist mir erst eingefallen, naja, neue Events gestartet, dann habe ich mal die Website geöffnet und dann hat das alles auch ein bisschen Sinn ergeben. Genau. Aber ja, unsere Levelgeschwindigkeit ist jetzt entsprechend extrem schnell. Das hat auch noch jemand gefragt, der schon länger kein Flive-PC mehr gespielt hat wahrscheinlich. Also warum unsere Levelgeschwindigkeit so extrem schnell ist, hat mehrere Gründe. Hauptsächlich natürlich der Schaden. Ich meine, wenn du Monster One-Shottest, Two-Shottest plus relativ viel Movement-Speed hast, levelst du natürlich deutlich schneller als jemand, der das alles nicht hätte. Und das andere ist ja, dass man im Endeffekt bedenken muss, Flive PC ist anders gestaffelt als Flive Universe. Bei Flive Universe ist es so, das ursprüngliche Maximallevel war ja nur 120 und selbst jetzt ist es in Anführungszeichen nur 160. Master gibt es zwar auch, Master und Hero, aber es ist komplett freiwillig, also man muss es nicht machen. Das heißt, es gibt effektiv trotzdem nur 160 Level in dem Spiel. Und Flive PC, wir reden hier von 250 Leveln. Beim Master hier ist nicht freiwillig, du musst Master machen. Das heißt, die 60 Master-Level kann man eigentlich auf die 190 normalen Level im Endeffekt draufrechnen. Das heißt, du hast 190 normale Level plus die 60 Master-Level, die du doppelt machen musst. Du hast 250 Level und entsprechend eine ganz andere Staffelung der XP. Und deswegen rusht man hier so durch das Early Game, weil es einfach komplett irrelevant ist. Plus, du wie gesagt, meistens durch gutes Equipment, High-Level-Buffs hier einfach komplett durchmarschierst, wie es gäbe es keinen Morgen mehr. Ich meine, ist ja klar, wenn du innerhalb von einer Sekunde einen Monster tötest, oder mein guter Durchschnitt wird ein bisschen langsamer sein, weil du ja nicht ununterbrochen angreifst, aber pro 60 Sekunden tötest du 30 bis 40 Monster, was du in Flive Universe niemals schaffen würdest, nicht mal mit einem High-Level-Supporter. Ja, deswegen die hohe Levelgeschwindigkeit. Und jetzt kommt noch dazu, dass ein 3,5-faches XP-Event läuft. Auch nicht ganz irrelevant. Was mir jetzt ganz zugute kommt, weil jetzt level ich trotzdem ziemlich schnell, also auch Level 60 ging es natürlich ultra schnell, ohne dass ich Amplis aktivieren muss, ja. Und von dem her habe ich immer noch keinen Grund, Amplis zu aktivieren, weil jetzt werden wir auch Level 75 wahrscheinlich ziemlich schnell erreichen. Und wenn wir das haben, habe ich ja schon gesagt, dann sind wir erstmal gesetzt. Dann ist ja das nächste quasi equipment-technisch erst sozusagen das Crystal Bow wahrscheinlich. Man könnte jetzt natürlich noch die ganzen anderen Bows auspacken. Royal Bow, Hernes Bow, Queen's Bow, whatever. Aber gut, das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben, wenn du jeden Bow jetzt trägst. Also muss jetzt ja auch nicht unbedingt sein. Ich denke, die klassische Combo Luzaka, Luzaka Crystal und dann Ancient, was man eigentlich so standardmäßig ja eigentlich immer gemacht hat, denke ich, passt schon ganz gut. Und ja, Asria wird dann halt noch spannend. Können wir auch schon fast hingehen eigentlich tatsächlich. Mit Level 63 frühestens zu den Yetis könnten wir gehen. Würde sich zumindest von den Event-Bedingungen mit den Gems ausgehen. Und genau, ja, mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt mit der Geschwindigkeit. Ich muss jetzt auch schauen, wie viel ich spielen werde. Also ich habe jetzt endlich mal wieder ein bisschen Luft zum Atmen, weil ich jetzt heute meine letzte Klausur geschrieben habe für dieses Semester. Aber das nächste Ding ist jetzt halt direkt Bachelorarbeit, muss ich noch anmelden, Thema finden und Gliederung erstellen. Und das alles innerhalb der nächsten 2,5 Wochen. Also eigentlich ist es auch nicht wirklich entspannter. Aber ja, zumindest jetzt nicht mehr diese direkten Termine, wo ich halt an dem und dem Tag dort und dort sein muss und dann auch entsprechendes Wissen abgefragt wird. Jetzt ist es mehr so nebenbei, sag ich mal. Aber auf jeden Fall werde ich dieses Wochenende wahrscheinlich live streamen, weil dieses Wochenende ist der nächste Qualifier, an dem ich definitiv teilnehmen wollte. Die Frage wird halt sein, wie viel Konkurrenz da sein wird. Letztes Mal haben legit 8 Leute nur teilgenommen, was schon ganz schön schwach war. Ich denke, dieses Mal werden es mindestens doppelt so viele sein. Allein schon, weil ich dabei sein werde. Und ich war letztes Mal zum Beispiel auch nicht dabei. Also ich denke mal, da wird auf jeden Fall ein bisschen mehr
Konkurrenz herrschen und bin auf jeden Fall gespannt. Vor allem will ich es schaffen, dass ich genügend Währung auf der Gempion-Website habe, um tatsächlich eine Transaktion durchzuführen. Ich habe nämlich tatsächlich festgestellt, du musst mindestens 5,5 von der Website-Währung haben, um sie auszahlen zu lassen. Würde halt einfach so ein Mindestwert sein wegen Transaktionskosten oder was auch immer oder API-Abfragen oder so, dass die Website des Servers nicht überlastet wird, wenn jeder immer einen Cent gefühlt abruft oder so oder abbuchen will. Deswegen ist da halt so ein bisschen Limit dran gesetzt. Macht ja auch Sinn, das ist ja bei vielen Sachen so, dass du erst ab 5 oder 10 Euro auszahlen lassen kannst. Passt ja auch, aber da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, wie das funktioniert, ob das unkompliziert sein wird und so weiter und so weiter. Ich habe es mir aber schon ein bisschen angeschaut, ich konnte halt nur nicht ausprobieren, ob es wirklich auch funktioniert, weil man halt ja, diesen Mindestbetrag gebraucht hätte und den hatte ich noch nicht. Und sollte ich hoffentlich nach dem Qualifier haben, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall nicht so krass reinsuchten, also keine Sorge, ich werde nicht die vollen 22 Stunden, die das Tournament geht, durchspielen, keine Frage. Ich will eigentlich einfach nur ein Ranking haben, wo ich halt ja, mich eventuell für das Stage Final qualifizieren kann. Ich glaube, da muss man unter die besten 8 kommen. Und genau, mal schauen. Aber letztes Mal sah es eigentlich ziemlich entspannt aus. Also letztes Mal hätte man echt mit heftig Eierchillen locker in die Top 5 kommen können. Oder sagen wir auf jeden Fall in die Top 6. Aber wie gesagt, es haben ja eh nur 8 Leute mitgemacht. Das war fast schon geschenkt, kann man sagen. Also ich sage jetzt nicht, dass der Sieg geschenkt war, das nicht. Also oben war es dann schon competitive. Aber die unteren Ränge, das war legit geschenkt. Und das wird dieses Mal höchstwahrscheinlich nicht so sein, weil es da doch ein paar mehr Leute davon Wind bekommen haben. Und ja, die wollen jetzt natürlich auch alle hier ein bisschen ihre Gems, ihr Gempion Money farmen. Das Event im Event sozusagen. Aber ja, das war's im Endeffekt. Das sind die neuen Events kurz vorgestellt, jetzt ohne die Website. Aber ich denke mal, das passt jetzt schon so, weil es echt für mich persönlich jetzt nicht so ultra interessant war. Ist vielleicht für die Leute auch besser so, weil das Weihnachtsevent war ja schon ziemlich intensiv. Wie immer wahrscheinlich, würde ich jetzt mal von dem, was ich gesehen habe zumindest, behaupten. Meine Belohnung muss ich auch eintauschen, aber ich habe mich immer noch nicht dafür entschieden, was ich eintauschen werde, beziehungsweise was ich überhaupt eintauschen kann. Also es kann sein, dass ich einfach alles verkaufen werde, weil ich glaube jetzt nicht, dass ich für meine Belohnungen wirklich was bekomme. Das machen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal, falls ich doch was eintausche. Dann Mini-Box-Opening vielleicht. Und ja, dann würde ich sagen, war es das schon wieder. Ranger, jetzt fast schon wieder Level 62 in so kurzer Zeit. Das ist wirklich insane mit dem XP-Event. Mal schauen, wie viel ich heute noch mache. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video oder Stream. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.